Also gut, ich bin auf Kreta. Und ja, es ist Urlaub. Aber eben nicht nur, denn ihr kennt mich. Wenn ich mir einmal ein Kraut in den Kopf gesetzt habe, dann wird es auch gesucht. Und zwar mit Kamera, Neugier und dieses Mal sogar mit Mietwagen. Mein Ziel? Der echte griechische Bergtee. Botanisch Sideritis soriaca. Regional Malotira. Mythisch? Naja, schwer zu finden. Ihr habt's in meinen Shorts ja schon gesehen. Einfach losmarschieren und auf einen Strauch Sideritis treffen? Denkste. Hier auf Kreta kennt man den Tee eher unter dem Namen Malotira. Und das war mein erstes großes Aha-Erlebnis. Vorher dachten die Leute wahrscheinlich, ich suche hier ein Autoersatzteil oder einen Cocktail. Als das mit dem Namen endlich geklärt war, wurde es nicht unbedingt einfacher. Denn wild wächst der Malotira nur noch ganz selten irgendwo weit oben in den Bergen. Er steht unter Schutz, ist empfindlich und wahrscheinlich genauso scheu wie eine Ziege vorm Staubsauger. Mit Sack, Pack, Kamera und einer extra Portion Abenteuerlust. Denn ich habe mich für 12 Uhr mittags angekündigt. Und ich bin ehrlich gespannt, was mich dort heute erwartet. Eine Teeoase, ein Künstlerparadies oder ein griechisches Kräuterwunderland. Kommt mit, wir finden es gemeinsam raus. Die Mission Malotira geht in die nächste Runde. Die Strecke von Malia bis Chania ist ganz schön weit, 172 Kilometer. Immer schön Richtung Westen, entlang der Nordküste von Kreta. Aber was für eine Strecke! Kreta zeigt sich unterwegs von seiner allerbesten Seite. Grüne Olivenhaine, leuchtende Bougainvillea an alten Steinmauern, das Meer fast immer irgendwo in Sichtweite. Und über mir blauer Himmel, Sonne, satt und kein einziger Schleier am Horizont. Ich habe mir für diesen Tag ein Cabrio gegönnt. Und was soll ich sagen? Sonne im Gesicht, Wind im Haar und griechisches Radiogedudel auf Mittelwelle. Da fühlt man sich weniger wie ein Teetrinker auf Mission, sondern eher wie der Nebendarsteller in einem Film mit Anthony Quinn. Romantikfaktor? Hoch. Navigationsfähigkeit meines Navis? Eher mythologisch. Irgendwann meinte das Navi, in 400 Meter scharf links. Dann weiter auf unbekannter Straße. Unbekannt war sie definitiv. Schmal, staubig und ob's eine Straße war, sei dahingestellt. Ich habe mich also ein paar Mal verfahren. Mal war es ein Olivenhain, mal ein Einbahnweg in die Vergangenheit. Aber am Ende war es irgendwie auch genau das. Eine kleine Entdeckungsreise quer durch Kreta. Und dann endlich Ankunft bei Tofilo. Nikos wartete schon, freundlich, geduldig, so wie man sich einen echten griechischen Gastgeber eben vorstellt. Ich stieg aus, leicht durchgewärmt, ein bisschen verstaubt, aber voller Vorfreude, denn jetzt ging's ja los. Das Interview, der Bergtee, die Geschichte hinter dieser Manufaktur. Von da oben, aus dem Fenster, hatte ich einen tollen Blick auf die kleine Verarbeitungseinheit der Manufaktur der Firma Tofilo. Genau hier trocknen sie ihre Kräuter, lagern sie und bereiten alles für den Versand in die ganze Welt vor. Ich wurde herzlich eingeladen, mich zu setzen, und das habe ich natürlich gerne angenommen. Die Produktmanagerin, Frau Rodo Vasilaki, wollte mir zeigen, was hinter all dem steckt. Und ich war natürlich gespannt, was sie mir über den griechischen Bergtee Malotira alles erzählen würde. Ich fragte sie, wo man diesen besonderen Bergtee eigentlich findet, und ihre Antwort war spannend. In Griechenland gibt es wohl rund 12 verschiedene Arten des sogenannten Sideritis, also Eisenkraut. Ich habe dieses Kraut in meiner Serie der winterharten Kräuter bereits beschrieben. Ich verlinke dieses Video in meiner Beschreibung. Aber das hier, das ich suchte, Malotira, ist endemisch, also kommt nur auf dieser Insel Kreta vor. Angebaut wird es unter anderem auf dem Omalos-Plateau, hoch oben in den Bergen, mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel, eine abgelegene, raue Region, in der die Pflanze ursprünglich wild wuchs. Angebaut wird es unter anderem auf dem Omalos-Plateau, hoch oben in den Bergen,
mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Eine abgelegene, raue Region, in der die Pflanze ursprünglich wild wuchs. Besonders rund um die Samaria-Schlucht soll es früher, vor etwa 60 Jahren, richtig viel Malotira gegeben haben. Und heute ist es dort viel seltener, aber die Erinnerung daran lebt weiter. Später erklärte sie mir, wie sehr das Wachstum der Pflanze vom Wetter abhängt. Besonders die Sonne und das Wasser spielen eine zentrale Rolle, aber eben nicht jedes Jahr gibt es genug davon. In Jahren mit viel Regen und vielen Felsen, ja Felsen, wächst Malotira bis zu 1 Meter hoch. Die Felsen sind dabei nicht nur Kulisse, sie speichern Wasser und Wärme und das liebt die Pflanze sehr. In trockenen Jahren dagegen bleibt sie viel kleiner. Gegossen wird übrigens nicht. Alles hängt vom Boden, vom Klima und vom Standort ab. Früher, so sagte sie, gab es in regenreichen Jahren eine regelrechte Fülle an Malotira, besonders in bestimmten Berglagen. Natürlich wollte ich wissen, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen wild wachsender und kultivierter Malotira? Frau Rodo-Vasilaki erzählte mir, dass genau das schon erforscht wurde. Das Ergebnis war überraschend. Wenn man Malotira biologisch anbaut, also ohne Dünger, ohne künstliche Bewässerung, dann gibt es praktisch überhaupt keinen Unterschied zum wilden Original. Vorausgesetzt natürlich, man pflanzt sie im richtigen Mikroklima, denn die Pflanze bleibt anspruchsvoll, auch wenn sie sich zäh gibt. Ja, und dann kamen wir auf den Namen Malotira zu sprechen und da wurde es richtig spannend. Der Begriff stammt tatsächlich noch aus venezianischer Zeit. Die Venezianer waren einst auf Kreta und als sie diese Pflanze entdeckten, waren sie begeistert. Sie setzten einfach 2 italienische Wörter zusammen. Maleo, was so viel heißt wie Hammerschlag, und tirare, also ziehen. Frei übersetzt meinten sie wohl, diese Pflanze zieht das Schlechte aus dir heraus. Ja, und so wurde aus Malotira ein Name, der geblieben ist. Natürlich hat der Tee auf anderen Inseln ganz andere Namen, aber hier auf Kreta spricht man einfach vom kretischen Bergtee. Yes, this is also Salbei is the same. Yeah, that's I don't know local from other. Yeah. How they call it in other places. Chai. Only Chai. Yeah, yeah. Okay, also überall heißt es praktisch Tee der Berge, also griechischer Bergtee. Botanisch heißt er übrigens Sideritis syriaca. Und ja, das ist die echte, die wilde Sorte, die es nur auf Kreta gibt. Ja, wir würden gerne probieren, ne? So do you know how to make the right tea? Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie man ihn zubereitet, diesen glorreichen Tee. Man erkennt gut Malotira-Tee an der Farbe. Er sollte kräftig sein, aber nicht verbrannt aussehen. Wenn man die Blätter zwischen den Fingern zerreibt, sind sie leicht fest, so wie es sein soll. Hot water at a temperature of 90 degrees. 90 Just before not boiling. not more. Yes. Okay. Das Wasser darf nicht kochen. Ideal sind etwa 90 Grad Celsius. So bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. Etwa 10 Minuten ziehen lassen, mehr braucht es nicht. 10 minutes, okay. Yes, are enough to leave it here with the water. So we put first Malotira gibt's auch in kleinen Stückchen geschnitten. Und ja, man kann ihn auch online kaufen. Und wo? Natürlich hier bei tofilo.com. And you send on Germany? Yes, German Okay, is, then I need this contact. they know from German our herbs. Yeah. And they're very good customers for us because they know. I guess they come here as tourists and they learn about it and they know our herbs. I do the link. Sie sagte mir sogar, dass viele Deutsche
diesen Tee schon kennen und auch treue Kunden sind. Vermutlich erst als Touristen auf Kreta entdeckt und dann mit nach Hause genommen. Common combination to put Malotira with Majura. Übrigens sagt sie, auf Kreta trinkt man Malotira oft zusammen mit Majoran, eine uralte Kombination. Majoran gilt hier als Hausmittel Nummer 1, besonders bei Atemwegsbeschwerden oder wenn man einfach mal so durchhängt. Und sogar die Europäische Arzneimittelagentur erkennt die traditionelle Wirkung offiziell an. In November, Ich wollte natürlich wissen, wie lange es eigentlich dauert, bis man Malotira ernten kann. Sie erklärte mir, die Pflanze wird im November ausgepflanzt und dann lässt man sie einfach in Ruhe. Nach dem ersten Regen im Frühjahr beginnt sie langsam zu wachsen. Das kam mir dann auch bekannt vor. Schon im ersten Jahr kann man ein paar Stängel ernten, aber das ist gerade mal 10% von dem, was sie später bringen kann. Erst nach 3 Jahren erreicht Malotira ihre volle Ertragskraft. Jahr für Jahr ein bisschen mehr, bis sie im 3. Jahr wirklich komplett ausgereift ist. Entscheidend ist dabei der Standort. Sie erzählte mir, dass sie einmal Pflanzen bei ihrer Familie in einer feuchten Talregion gesetzt hatte. Auf vielleicht so 400 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Ergebnis? Die Pflanzen wuchsen zwar, aber sie hatten keine Blätter. Und ohne Blätter kein Tee. Deshalb ihr ganz klarer Tipp. Malotira braucht Höhe. Am besten über 800 Meter. Noch besser über 900 Meter. Erst dort entfaltet sie ihre volle Kraft. Zum Schluss wurde es fast ein bisschen philosophisch. Sie sagte mir, dass unsere Vorfahren oft viel näher an der Natur waren und dadurch vielleicht auch mehr wussten als wir heute. Die Blätter der Malotira wurden früher sogar wie Pflaster verwendet, als erste Hilfe für die Haut. Damals, vor etwa 60 Jahren, hatte man keine Salben oder Cremes, aber man hatte diese Pflanze und sie war so wertvoll. Natürlich schmeckt der Tee auch heute noch wunderbar, aber wenn es um Gesundheit geht, sagte sie, müsse man vorsichtig sein. Es ist kein Heilsversprechen, sondern vorsorgende Anwendung. Malotira soll man trinken, bevor ein Problem entsteht, nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und zwar 3 kleine Tassen pro Tag, das sei eine gute Dosis. Bei stärkeren Kräutern sollte man Pause einlegen. Aber bei Malotira könnte man ihn sogar dauerhaft genießen. So sanft sei er. Ich fragte Nikos, warum er den Tee selbst so schätzt. Seine Antwort war klar. Für ihn ist Malotira nicht nur ein Getränk, sondern ein Stück kretische Identität. Viele Menschen hier verbinden den Tee mit Kindheit, mit Familie und mit Geborgenheit. Er ist Teil der Geschichte und der Seele dieser Insel. Dann kamen wir noch auf eine ganz besondere Mischung zu sprechen. Malotira mit Diktamos, dem berühmten Liebeskraut von Kreta. Ich hatte noch nie davon gehört. Diktamos wächst nur hier, wild, in steilen Felsen. Er gehört zur Oregano-Familie und verströmt ein einzigartiges Aroma, wenn man es mit den Händen reibt. Früher, erzählte sie, galt Diktamos als Symbol der Liebe. Wer jemandem zeigen wollte, dass er ihn liebt, musste es in schwer zugänglichen Felshängen pflücken. Als Mutprobe sozusagen und Geste des Herzens. Malotira, Diktamos und Zistrose. Das sind die 3 großen endemischen Heilpflanzen Kretas. Und ja, sie wachsen nur hier, nirgends sonst auf der Welt. Eine lebendige Schatzkammer und vielleicht das schönste Souvenir, das man mit von dieser Insel mitnehmen kann. An dieser Stelle will ich mal ganz klar was loswerden. Ganz offen und unbeauftragt. Wenn ihr wirklich richtig gute Naturprodukte sucht, also nicht irgendein Bio, sondern echtes, handverlesenes Zeug, dann schaut euch mal die kleine Manufaktur Dofilo hier auf Kreta an.
Und dazu mein Hinweis. Das ist unbezahlte Werbung. Ich habe keinen Auftrag und bekomme auch nichts dafür. Das ist einfach eine persönliche Empfehlung, weil mich Qualität und Herkunft überzeugt haben. Ich habe euch die Webseite unten in der Beschreibung verlinkt. Da findet ihr nicht nur hochwertigen Tee und Öle, sondern auch richtig gute Infos zu den Produkten. Für mich ist das mehr als nur Bio. Warum? Ganz ehrlich. Ich bin jetzt schon ein paar Tage hier auf Kreta. Blauer Himmel, Sonne, klare Luft, kein Schleier, keine Einflüsse von außen. Das hier ist reine Natur, wie man sie sich wünscht. Das gibt mir Vertrauen. Denn wenn die Umwelt so rein ist, na dann ist auch der Boden klar. Und was da wächst, das will ich im Tee. Logisch, oder? Also schaut mal bei Tofilo vorbei. Ich habe mich jedenfalls eingedeckt, besonders mit Malotira, dem echten griechischen Bergtee von hier. Und den gibt es dort in richtig guter Qualität. Bei der Gelegenheit nehme ich noch ein Oreganoöl mit. Geheimtipp. So, thank you very much. Ciao. Bis demnächst. So, das war also mein Besuch bei der kleinen, feinen Manufaktur Tofilo mit Herrn Nikos und Frau Rodo Vasilaki, die mir nicht nur herzlich begegnet sind, sondern auch jede Menge spannendes Wissen mitgegeben haben. Ich weiß jetzt definitiv mehr über den griechischen Bergtee. Und leider auch, warum mein Siderite Syriaca im Hochbeet zu Hause einfach nicht so richtig will. Das Beet ist schlicht zu tief. Denn Malotira, der echte Bergtee von Kreta, braucht über 800 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, um sich richtig zu entfalten. Und für so ein Hochbeet mit Aussicht, naja, da fehlt mir bislang noch die Baugenehmigung. Auch an Saatgut bin ich trotz der Überzeugungskunst und Charme nicht rangekommen. Die Samen bleiben auf Kreta, gab man mir zu verstehen. Und vielleicht ist es auch gut so. Nämlich zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert und dabei trotzdem etwas zu lernen. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Gedanken dazu in die Kommentare schreibt. Ich lese wirklich jeden Einzelnen und auch wenn mein Hauptjob nicht viel Zeit und Raum lässt, ihr seid es mir wert. Denn nur aus euren Erfahrungen und Ideen entstehen oft neue spannende Projekte, die ich dann wieder mit euch teilen kann. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Danke fürs Mitdenken. Bis bald, euer Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt.